Willkommen zu diesem Video. Heute werden wir mal Proxmox 6.x, meistens 6.4, da sollten wir eigentlich sein, auf die Version 7.0 updaten. Ich werde den ganz normalen Upgrade Guide von Proxmox nehmen. Wir werden uns die einzelnen Punkte anschauen, worauf man Acht legen sollte, was man tun muss, damit der Upgrade-Prozess auch wirklich bei dir in der Productive-Umgebung hoffentlich grün vonstatten geht. Und dazu gibt es zwei Wege und wir gucken uns den Upgrade-Weg an. Der Upgrade Guide ist ganz normal auf der Proxmox Wikipedia-Seite zu finden und hier haben wir schon die zwei Wege. Das erste ist natürlich eine frische Neuinstallation. Ich würde eigentlich persönlich da sagen, ja, das ist der schönere Weg, dann hat man wieder ein Blanko-System. Ihr kennt selber Systeme, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, wo irgendwelche Altlasten mit drin hängen. Deswegen ist eigentlich eine Neuinstallation persönlich aus meiner Sicht eigentlich immer sehr praktikabel. Trotzdem, wenn das System noch ziemlich neu ist, sauber ist, man vielleicht auch nicht die Zeit hat, eine Neuinstallation zu machen und alles wegzumigrieren, dann ist natürlich der Upgrade-Weg definitiv vielleicht der bessere und den werden wir uns jetzt auch anschauen. Es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss und das sind hier die sogenannten Preconditions, die man halt eben vorbereiten muss, damit das Update wirklich dann auch grün abläuft. Als allererstes steht hier, wir müssen zur neuesten Version 6.4 updaten. Das kommt natürlich jetzt gleich alles Step for Step. Ich gehe für euch nur einmal kurz durch. Ansonsten Hyperconverged Ceph, also Ceph muss halt eben auch geupdatet werden zu der letzten Version, in dem Falle Octopus 15.2, weil dann gibt es halt eben den Weg von Nautilus zu Octopus. Ansonsten hier steht, und da haben einige Leute ein bisschen unterschiedlich interpretiert, ich interpretiere das jetzt mal meiner Ansicht nach, der co-installierte Proxmox Backup Server. Also, es gab einmal keine Empfehlung, aber einen Hinweis, dass man den Proxmox Backup Server auf dasselbe System, wo der Proxmox VE drauf läuft, installieren kann. Ja, ich habe davon immer abgeraten und meines Erachtens nach lautet dieser Satz, wie gesagt, es gab ein paar Diskussionen, dass der Proxmox Backup Server auf demselben System installiert ist wie die Virtual Environment Version. Und hier wird dann gesagt, wenn du das hast, kannst du jetzt nicht updaten, weil du musst warten, bis der Proxmox Backup Server 2.0 released ist. Das ist schon mal mein Hinweis, also hast du Proxmox Backup Server auf demselben System drauf wie jetzt die Virtual Environment, kein Update möglich. Ja, hier steht nochmal, wir müssen jeglichen Storage angebunden haben, der irgendwie angebunden sein sollte. Der Cluster muss in einem gesunden Zustand sein, das werden wir uns gleich auch anschauen. Valid and Tested Backup, also du sollst deine Backups, die du bisher von deinen virtuellen Maschinen und Containern gemacht hast, validieren, ob die auch funktionieren, vielleicht nochmal ausprobieren, ob man die auch anstarten kann oder einen Restore machen kann, ob mit deinen Backups alles okay ist, weil die schreiben halt hier, es kann mal was schief gehen. Kann halt eben mal passieren. Genau, Correct Configuration of the Repository, also alles muss im Repository, wo die Pakete hergeladen werden, muss korrekt konfiguriert werden. Das kommt aber jetzt hier im Upgrade Guide. Und vorletzter Hinweis ist, 4 GB Disk Space in deinem Root Mount müssen vorhanden sein und ansonsten check known upgrade issues, also es gibt hier unten einen Punkt. Da gibt es bekannte Probleme, die beim Upgrade auftreten können und die kann man halt eben sich hier gemeinsam nochmal anschauen und dann vielleicht sofort beheben. Wir fangen aber oben an und gehen jetzt einfach Step for Step durch. Als allererstes geben Sie hier den Hinweis, installier dir doch bitte einfach mal irgendwie eine Version 7.0 und teste doch einfach mal, ob deine Maschinen auch irgendwo laufen. Es ist einfach nur ein weiterer Hinweis. Wir gehen jetzt weiter mit Action Step by Step. Als allererstes, es gibt mittlerweile ein Tool namens PVE 627, was einfach dein jetziges Bestandssystem überprüft und dir Informationen und Meldungen gibt, was du vielleicht noch durchzuführen hast, bevor du ein Update mit deiner Maschine machen kannst. Gucken wir uns an. PVE 627, einfach mal ausführen. Das geht jetzt gewisse Checks durch, die für deine Umgebung relevant sind. Jetzt zum Beispiel bei mir hier, ich habe hier keinen Cluster, ich habe hier auch kein Hyperconverged, also Ceph installiert und dann geht er halt eben wirklich nur die Checks durch, die für mich im Endeffekt relevant sind. Was haben wir hier? Erstmal ganz oben Package Updates, all Package are up to date. Nicht wundern, wenn dein System nicht auf der neuesten Version 6.4.13, also neueste Version von der 6.4 sind, dann sind das hier oben die Pakete als gelb gekennzeichnet, das heißt, kommen wir aber gleich noch im Update-Weg zu, musst du diese ganzen Pakete erst einmal updaten. Ansonsten Proxmox PVE ist neueste Version, Kernel-Version passt ihm scheinbar hier auch. Ansonsten hier siehst du schon, die Cluster-Checks überspringt er bei mir, weil ich bin ein Standalone-Node. Hyperconverged werden auch übersprungen, skippt, weil ich bin kein Ceph. Also habe kein Ceph Storage hier unten drunter.
Checking Configured Storage, also hier ist jetzt, was ich eben sagte, er überprüft, ob aller angegebener Storage auch connected ist. Kann ja mal sein, dass zum Beispiel ein iSCSI-Target nicht connected ist. Ansonsten gibt es hier ein paar Daemon-Services, die überprüft werden. Und da gibt es jetzt bei mir hier nur eine einzige Sache. Und das heißt 3 Running Guests Detected Configure Migrating or Stopping them. Also ich soll jetzt meine 3 Guests, die ich noch bei mir hier laufen habe, ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe eine virtuelle Maschine und 2 Container noch laufen. Die soll ich doch bitte herunterfahren. Und dann wäre das für ihn noch alles okay. Total 18, Passed 14, Skip 3, Warning 1. Also bei mir wäre alles grün. Komm, machen wir das. Ich habe hier 3 Maschinen. Bei mir Edgard, ich sage hier mal Shutdown. Mein Server 01, Shutdown. Und mein Gateway sage ich auch einfach mal Shutdown. Kann jetzt im Hintergrund in Ruhe runterfahren. Damit ist alles gut. Ihr müsst natürlich eure Probleme, die ihr habt, bei euch ganz normal lösen, je nachdem, was eure Shell bei euch meldet. Ein paar Hinweise zur Lösungsweg bei diesen Informationen findet ihr natürlich hier ganz unten bei diesen hier Known Upgrade Issues. Da gibt es so ein paar, wo ihr dann meldet, okay, du musst das und das noch machen. Die findet ihr natürlich auch an diesem Punkt hier. Wieder ein Stückchen nach oben. Als erstes haben wir jetzt gemacht, PVE 627 ist in Ordnung. Wir gucken mal in unsere virtuellen Maschinen. Meine virtuellen Maschinen sind jetzt alle offline. Passt mir soweit. Und dann gehen wir weiter. Und jetzt gibt es den ersten interessanten Punkt. Check Linux Network Bridge Mac. Ich lese euch das jetzt nicht vor, sondern ich übersetze euch das einmal, was jetzt hier drin steht. Und hier geht es darum, bei dem Update von PVE 6.4 zu PVE 7 kann es, und das steht hier leider nur drin als kann es vorkommen, dass die MAC-Adresse von den Hardware-Interfacen bzw. von den Virtual Bridgen sich ändert. Der Hinweis dazu ist, wenn man das Ganze, den Proxmox, bei irgendeinem Hoster vielleicht untergebracht hat, dann kann es sein, dass die MAC-Adresse abhängig ist von eurem Internetzugriff oder von eurer IP-Adresse bei dem entsprechenden Hoster. Und die geben hier den Hinweis, dass man mit Hardware-Address in der etc Network Interface-Datei die MAC-Adresse einträgt von dem Interface, damit sich die MAC-Adresse jetzt bei dem Upgrade-Prozess einfach nicht ändert. Der Befehl dazu ist IP-C-Link. Gucken wir uns selbstverständlich einfach mal an. Ich mache für euch ein Clear, dann ist es deutlicher. IP-C-Link. Und da bekomme ich jetzt halt wirklich die Anzeige von den MAC-Adressen der einzelnen Interfaces angezeigt. Wir machen das jetzt einfach mal auch beispielhaft. Ich habe hier meine VMBR0. Nehme diese MAC-Adresse, gehe in Nano etc Network Interfaces rein, gehe da rein. Irgendwo wird auch VMBR0 auftauchen. Das haben wir hier. Und ich trage jetzt hier einfach ein, jetzt habe ich es wieder vergessen, HW-Address. HW-Address und trage dann die MAC-Adresse explizit für dieses Interface ein. Das ist jetzt hier bei Inet 6. Das hätte ich natürlich hier nicht unbedingt eintragen sollen, sondern hier oben einfach bei HW-Address. Trage die hier ein. Dasselbe Spiel mache ich jetzt hier unten einfach bei VMBR1. Ich scroll mal ein Stückchen nach oben. Hier ist der VMBR1 mit dieser MAC-Adresse und die trage ich auch ein. HW-Address und füge die einfach ein, speichere meine Datei und drücke auf Exit. Damit sind jetzt ganz normal die Hardware-MAC-Adressen für die einzelnen Interfaces hinterlegt. Das heißt, bei irgendeinem Reload wird das Ganze halt eben nicht mehr irgendwie geändert oder während des Upgrade-Prozesses wird das Ganze einfach nicht mehr geändert. Das Ganze könnten wir jetzt nochmal reloaden, aber ich weiß, das funktioniert auch so jetzt alles, weil ich habe die Hardware-Adressen, die sind gleich. Könnt ihr machen, einfach einen if-reload-a und dann wird das Ganze schon funktionieren. Jetzt kommen wir schon als nächsten Step zu den einzelnen Repositories. Als allererstes will er hier, dass wir das System erstmal auf den aktuellsten Stand der Dinge bringen. Mit einem Update können wir einfach mal durchführen. Damit wären einfach die Repositories, in meinem Falle jetzt gerade nicht mehr, weil ich habe meinen DNS-Server gerade abgeschaltet. Gucken wir mal rein, resolve.conf. Ich nehme jetzt hier irgendeinen Public Provider, zum Beispiel Google mit 8.8.8. Speichere das Ganze ab und mache nochmal ein Update. Damit sollte ich auch ganz normal meine Repositories DNS-technisch wieder erreichen, war jetzt gerade einfach ein Fehler in meinem Fall hier, dass er die DNS-Server nicht erreichen konnte. All packages are up to date. Wir gehen wieder hier rein und jetzt möchte er ein Dist-Upgrade haben, also er möchte wirklich die Distribution komplett upgraden. Das heißt, dass ihr wirklich auch auf dem neuesten Stand von dem Buster seid. Das will er jetzt hier einfach machen. Genau. Er hat hier aber gesagt, er hat hier nichts zum Updaten. Er hat aber ein paar Pakete gefunden, die nicht mehr gebraucht werden. Auch das machen wir jetzt einfach mal, um aufzuräumen. Ist zwar kein Part
von unserem Update-Prozess, den wir jetzt hier haben, aber ein Aufräumprozess für euer System ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Einfach ein apt-auto-remove, dabei seht ihr, es wird hier ein alter Linux-Header-Kernel, wird nochmal rausgeschmissen, ein paar Pakete, die nicht mehr gebraucht werden, werden einfach von der Platte removed, bringt euch auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Speicherplatz auf eurer Root-Partition. Wir gehen wieder weiter. Und jetzt kommt ja als nächster Step hier, dass der in den Repositories alles, was Buster, also Debian Buster 10 ist, in den Repositories darauf hingehend abändert in die Bullseye-Version, also Debian 11. Und das macht er hier mit einem einzigen Befehl, sed-Befehl, ändert halt eben in der Datei namens etc apt source.list dahingehend alles ab. Das werden wir aber jetzt gleich selber einfach überprüfen, ob er das Ganze auch tut. Ich kopiere mal hier schon mal den Befehl. Er ist hier fertig, ich mache ein klares Clear und wir gucken jetzt einmal bei mir in meine etc apt Source List Datei einfach mal rein. Was hier schon auffällt ist, ich habe mein System per Hand installiert, also erst Debian und dann Proxmox nachinstalliert. Habe, glaube ich, auf dem System hier keine direkte Proxmox Installation gemacht, aber hier taucht trotzdem genau das auf, was wir haben wollen. Überall steht hier Buster, Buster, Buster Updates und hier auch für PVE von Proxmox Buster, PVE No Subscription. Ich habe in meinem Falle keine Subscription und ganz normal die Buster Backports Main. Jetzt bin ich gespannt, was er auf meinem System hier tut, wenn ich den Befehl, den wir hier auf dem Upgrade Guide haben, einfach mal einfügen und das Ganze ausführen. Jetzt gehen wir nochmal in die Datei rein und sehen jetzt hier Bullseye, 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 hat auch Proxmox PVE Bullseye PVE No Subscription hinzugefügt, sowie hier auch Bullseye Backports. Super cool, nirgendwo taucht mir irgendwelches Buster auf, sondern überall wird jetzt Bullseye eingefügt. Genau das, was ich haben wollte. Speichere die Datei nochmal und gehe raus. Wir gehen wieder in den Upgrade Guide. Hat er gemacht. Hier nochmal der Hinweis, dass das Ganze natürlich jetzt von Buster auf Bullseye geändert wird. Das hat er hier auch beispielhaft einfach mal hingeschrieben. Als nächster Punkt kommt Add the Proxmox PVE Package Repository. Hier schreibt er auch wieder nur ein Beispiel, ganz wichtig, deswegen lese ich das euch ja immer gut vor. Er möchte hier das Bullseye PVE Enterprise hinzufügen, steht aber klein unten drunter No Subscription Repository hinzufügen. Im meisten Fälle, so wie wir das jetzt gerade machen, ist das Repository ja bereits drin, kann man an dieser Position hier erkennen, download.proxmox und hier hinten in meinem Falle PVE No Subscription ist bereits hinzugefügt, also auch da bekommt er aus dieser Quelle die neuesten Pakete. Können wir also ganz normal überspringen diesen Punkt. Auch hier unten Ceph Only, in meinem Falle können wir es ganz normal überspringen. Wenn ihr Ceph im Einsatz haben solltet, müsst ihr natürlich kontrollieren, ob diese Ceph Octopus Bullseye Main in eurer Ceph.list Datei drin ist, beziehungsweise natürlich von der vorherigen Version anpassen, müsst ihr aber sehen, wie es bei euch passt. Ja, als nächsten Step möchte er jetzt schon direkt wirklich die Repositories updaten und danach geht es natürlich schon ganz groß los, bevor wirklich der große Upgrade-Prozess dann startet. Also, wir beginnen mit einem ganz einfachen Update und jetzt hier wird er schon, wird ihm schon auffallen, oh, da sind ganz viele Pakete, die neu sind. Ich weiß nicht, wie viele Pakete jetzt gleich dabei rauskommen werden, denn wir haben hier viele neue Pakete aus der kompletten Betriebssystemumgebung und wir haben super viele neue Pakete halt eben aus der Proxmox-Umgebung, also von der Proxmox oder aus dem Proxmox Repository, wo natürlich Proxmox 7.0 rauspurzelt. Das Ganze wird jetzt gleich dann gemeinsam geupdatet, einfach mit einem, hier haben wir es, 742 Pakete sind jetzt in dem Falle neu, wird jetzt gemeinsam geupgradet hier mit dem apt-disk upgrade Befehl. Ich kopiere ihn mir auch einfach, mache nochmal einen Clear, füge ihn ein und los geht's. Er fragt natürlich jetzt nochmal nach Bestätigung, dann werden wir jetzt gleich auch sehen, wie groß die Dateien sind und so weiter und so fort. Hier steht schon, in meinem Falle sind es jetzt ja nicht ganz 1 Gigabyte, 1000 MB. Wisst ihr selber, ist nicht ganz 1 Gigabyte, aber ihr seht schon, es sind Pakete ohne Ende jetzt zum Updaten für das ganze System. Ich kann jetzt schon mal Yes sagen, dann updaten wir das Ganze jetzt auch schon mal im Hintergrund und hier der Hinweis jetzt dabei, das Ganze kann auch auf langsamen Geräten mal bis zu 60 Minuten dauern, auf einer SSD ungefähr 5 Minuten und so weiter und so fort. Das Ganze dauert jetzt einfach, bis der wirklich alle Pakete, den Kernel, die ganze Proxmox VE-Umgebung geupdatet hat und danach steht hier nochmal if the command exists successfully.
successfully, you can reboot the system in order to use new PVE kernel. Also wenn der ganze Upgrade-Prozess, der jetzt hier wirklich dauert und dauert und dauert, das Ganze wird auch bei mir jetzt hier bestimmt eine halbe Stunde dauern, ist nicht das schnellste System, dann können wir das System neu starten und dann werden wir uns gleich wiedersehen, ob auch alles wunderbar funktioniert hat. So lange lasse ich das Ganze jetzt erstmal hier laufen. Kurze Unterbrechung, hier kommt gerade ein ganz netter Hinweis, den ich natürlich auch nicht kannte. You're attempting to upgrade von Proxmox 6.4.1 zu Proxmox VE 7.0-2. Also einfach der Hinweis, ey, Vorsicht, du updatest gerade eben von 6.4 auf 7.0. Ja, das ist mein Punkt, weswegen ich das Ganze hier mache. Hier steht im Endeffekt nur Press Enter to continue, also einfach einmal Enter und dann geht das Ganze einfach weiter vorwärts. Mein Update ist jetzt fertig. Was schon ziemlich gut aussah, ist hier unten der Kernel 5.11.22-1 PVE, hört sich sehr gut an. Und wenn ich ein Stückchen weiter hochscrolle, sieht man hier auch schon QEMU Server 7.0-10, das sagt mir irgendwas. PVE Manager 7.0-9, das sagt mir irgendwas. Also scheint das Update zu funktionieren zu haben und wir machen jetzt den letzten Step, ein Reboot. Und werden dann gleich sehen, wenn wir in der neuen Version Proxmox 7.0 unterwegs sind. Dann wollen wir doch mal sehen, wie sehr das Update geklappt hat. So, einloggen kann ich mich schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. PVE, ich glaube, da gibt es doch irgendwie -Version oder so. PVE Version, haha, da haben wir es. PVE Version sagt, es lädt und es lädt weiterhin. Und es lädt weiterhin. Das ist normal, dass der Befehl so lange dauert. Aber ich ziehe das gerne in die Länge und der lädt. 7.0-9, Kernel 5.11.22. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Aktualisieren. Dann sollten wir auch zumindest, oh, das sieht auch schon mal gut aus, die Proxmox-Oberfläche sehen, so, ja, dass wir hier oben kontrollieren können, 7.0-9. Meine virtuellen Maschinen, die ich angegeben habe, starten schon. Die hier braucht nicht starten, die kann ich direkt erstmal stoppen. Das sieht sehr gut aus. Und hier so die erste Funktion, die einem ins Auge springt, mit dem Repository funktioniert auch direkt. Hauptaugenmerk auf 7.0, ne, Repositories. Aber eben auch, das hatte ich nämlich immer mal bei irgendeinem anderen Video mal vergessen, hier unter ISO-Images kann man jetzt eine URL angeben, woher man sich irgendeinen ISO-Images oder irgendeinen Image-File herunterladen kann. Also echt cool, definitiv irgendwelche Improvements. Genau, jetzt wollte ich mal schauen, ob man vielleicht doch noch ein Auto-Remove bringen kann, ob es dann doch noch ein paar Pakete gibt, die einfach jetzt weg können nach diesem riesengroßen Update. Ja, ihr seht es, 1,2 GB kann ich jetzt hier einfach im Hintergrund wegschmeißen und mir einen Plattenplatz sparen in der Root-Partition. Das liegt aber einfach daran, dass das die ganzen alten Debian-Buster-Pakete sind. Unter dem Repository hatten wir ja vorhin schon eingangs gesehen gehabt, dass er sowieso alles auf Bullseye geändert hat. Das Ganze haben wir jetzt hier auch. Noch vielleicht ein, zwei Hinweise. Ich hatte eben zum Beispiel bei mir alle virtuellen Maschinen heruntergefahren. Ich glaube, irgendwo im Guide stand hier auch drin, dass wenn ihr Maschinen habt, die einfach nicht heruntergefahren werden können, auch einfach wegmigriert werden oder können sollten auf ein anderes System, dann bleiben sie zumindest online. Und ja, es ist kein Problem, wenn ihr eine virtuelle Maschine von einer Version 6.4, die noch nicht geupgradet ist, im Cluster dann verschiebt auf die 7.0, funktioniert. Irgendwo hier drin, in der ganzen Dokumentation stand es auf jeden Fall drin. Ansonsten hier unten nochmal der Hinweis auf diese ganzen Known Upgrade Issues. Es könnte natürlich sein, dass ihr davon von irgendeinem Punkt betroffen seid. Wir haben eingangs des Videos das mit dieser Linux Bridge MAC Address Change hier erwähnt gehabt, aber was auch ganz häufig kommt, ist hier oben dieses Remove Package Proxmox PVE. Da ist noch ein alter Kernel da und den möchte er einfach entfernt haben. Ja, ich hoffe, der Upgrade-Prozess hat euch gefallen und ich habe eigentlich nichts vergessen. Wie gesagt, es war sogar live an meinem System. Letzter Hinweis, der doch noch war, der mir gerade einfällt. An manchen Punkten fragt er während des Updates, darf ich die und die Config-Datei irgendwie updaten oder darf ich die verändern? In den meisten Fällen ist der Default-Wert No, bitte behalte alles so wie es ist bei. Habe auch ich hier gewählt. Es gab bei mir Fail to Ban und die SSH-Config, wo er fragte. Habe ich natürlich alles so gelassen. Ist auch gar kein Problem. Solltet ihr eigentlich auch machen, außer es ist natürlich für euer System spezieller und er fragt nach irgendwelchen Paketen, was ihr nachinstalliert habt, dann müsst ihr natürlich selber kurz nachdenken, ob ihr die Config-Datei überschreiben soll mit der neuen oder halt eben die alte mit euren eigenen Änderungen behalten soll. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abo dalassen, Daumen hoch drücken und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao!